Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal I Love Kuba. Heute sprechen wir Klartext. Was erwartet Touristen in Kuba 2025 wirklich? Ich war oft auf der Insel und kann euch sagen, es ist ein Land der Gegensätze. Sonne, Musik und Rum, aber auch Mangel, Stromausfälle und Internetprobleme. In diesem Video bekommt ihr die ungeschönte Wahrheit, wie Kuba sich wirklich anfühlt im Alltag, im Urlaub und auf der Straße. Bleibt bis zum Ende dran, denn dort gibt es noch ein paar ganz persönliche Tipps, wie ihr eure Kuba-Reise stressfrei genießen könnt. Viele Touristen erleben gleich nach der Landung den ersten kleinen Kulturschock. Der Flughafen wirkt oft chaotisch, ja, Gepäckbänder laufen langsam und bei der Einreise dauert es manchmal etwas länger, typisch Kuba. Doch sobald ihr draußen seid, spürt ihr sofort dieses ja, besondere Gefühl. Der warme Wind, die alte Musik, der Luft von Zigarren und mehr. Mein Tipp, nehmt's gelassen. Auf Kuba läuft alles etwas anders, aber genau das macht den Charme aus. 2025 gibt es in Kuba zwei Welten. Die Luxushotels in Varadero oder Cayo Coco zum Beispiel, teuer, aber meist zuverlässig versorgt. Und die Casa Particulares, private Unterkünfte, in denen ihr das echte Kuba erlebt. Aber rechnet mit gelegentlichen Stromausfällen oder schwachen Wasserdruck. Das ist kein Ausnahmefall, es gehört inzwischen zum Alltag. Viele Gastgeber sind darauf vorbereitet mit Batterielampen, Kerzen oder Solarstrom. Also wer Komfort sucht, sollte sich mental etwas umstellen. Und wer Authentizität sucht, wird Kuba lieben. Kuba 2025, das bedeutet, dass nicht immer alles verfügbar ist. Eier, Öl oder Brot können mal knapp sein. In Restaurants bekommt ihr aber fast überall Reis mit Bohnen, Hähnchen, Schwein oder Fisch. Einfach, aber lecker. Importierte Produkte wie ja, Cola, Nutella oder Käse sind teuer und selten. Darum genießt das, ja, was Kuba hat und nicht das, was fehlt. Viele Touristen entdecken so ganz neue Gerichte wie Ropa Vieja oder Tostones con Mojo. Ein kleiner Tipp von mir, wenn euch Einheimische zum Essen einladen, geht hin. Das sind die besten und ehrlichsten Momente einer Kuba-Reise. Das Thema Geld bleibt auch 2025 kompliziert. Offiziell gibt es den kubanischen Peso, aber auf der Straße zählen andere Kurse. Der informelle Wechselkurs liegt oft weit über dem offiziellen. Deshalb wechselt euer Geld nur über vertrauenswürdige Kontakte oder geprüfte Quellen, nie auf gut Glück. Zahlungen mit Karte funktionieren meist nur mit Visa und ja, selbst dann nicht überall. Darum immer etwas Bargeld dabei haben. Und denkt dran, der Peso, den bekommt ihr in Deutschland nicht, also tauscht erst vor Ort. Tja, mobiles Internet ist da, aber nicht überall. In Städten funktioniert es meist gut, auf dem Land oder in den Bergen eher schlecht. Eine Prepaid-SIM von Etexa kostet umgerechnet etwa 5 Euro mit 6 GB Daten. WhatsApp und Telegram funktionieren problemlos, aber Videotelefonie frisst schnell Daten. Am besten WLAN-Hotspots nutzen oder offline planen. Aber das Schöne, ohne ständige Ablenkung erlebt ihr Kuba intensiver. Keine Push-Nachrichten, nur Sonne, Musik und echte Gespräche. Kommen wir zu einer kurzen Werbeunterbrechung. Ich war nie ein ja, Fan von klassischen Energy Drinks. Zu süß, zu künstlich, einfach nicht meins. Aber wer schon mal in Kuba war, weiß, wie anstrengend die Hitze und die langen Tage sein können und wie schwer es ist, dort mal was Erfrischendes ohne Zucker zu finden, wenn ja, man mal was anderes als nur Wasser trinken möchte. Genau deshalb trinke ich hier in Deutschland jetzt regelmäßig Holy. Das ja, bringt mich durch lange Arbeitstage und erinnert mich auch ein Stück weit ja, an tropische Frische von Kuba. Wenn du nach Kuba reist, wirst du schnell merken, fast alle Softdrinks dort sind extrem süß. Und genau das ist der Punkt. Holy ist die Alternative, wenn du auf Geschmack stehst, aber auf Zucker verzichten möchtest. Ich trinke meistens den Holy Iced Tea oder Hydration. Super erfrischend, null Zucker und ideal, wenn du konzentriert bleiben willst, ohne ja, dieses klebrige Gefühl im Mund. Für alle, die es noch nicht kennen.
Holy ist im Grunde die bessere Alternative zu ja, klassischen Softdrinks ohne Zucker, ohne künstliche Aromen und richtig lecker. Es gibt Energy, Iced Tea, Hydration und sogar Milkshakes. Ja, ich bleibe erstmal bei Iced Teas und Hydration, weil sie einfach leicht und erfrischend sind. Eine Portion mit 7 Gramm ergibt einen halben Liter, wobei auch hier skaliert werden kann. Ja, ist es doch noch zu süß oder zu kräftig im Geschmack, ja, gibt man einfach weniger Pulver ins Wasser, ganz nach dem eigenen Gusto. Bei meiner nächsten Kuba-Reise ist Holy auf jeden Fall Bestandteil meines Gepäcks. Durch das Pulver ist es leicht zu transportieren und bietet mir in Kuba einfach eine schöne Trinkalternative. Für alle Kuba-Reisende wird es auch nicht fremd sein, dass Wasser mit Getränkepulver angemischt wird. Qualitativ, geschmacklich und ja, von der Auswahl her sind wir mit Holy natürlich besser aufgestellt. Wenn du Holy mal testen willst, schnapp dir das Starter-Set Deluxe, da ist an sich alles drin. Energy, Iced Tea, Hydration und Milkshakes plus ein Shaker. So kannst du dich durchprobieren und findest deine Lieblingssorte. Mit meinem Code I Love Cuba bekommst du 10% Rabatt auf alles. Meinen Link findest du direkt in der ersten Zeile unter diesem Video, weareholy.com/ilovecuba/try. Ja, probier's aus. Kuba ist ein Land, das euch offen empfängt, aber auch prüft. Menschen sind freundlich, neugierig und oft interessiert an Gesprächen. Aber Betteln und Bettelei nehmen zu, vor allem in Havanna. Bleibt respektvoll, aber bestimmt und ja, gebt lieber gezielt etwas, zum Beispiel an Familien oder Kinder in eurer Casa, statt wahllos auf der Straße. Und ganz wichtig, seid nicht nur Tourist, sondern Gast. Ein ehrliches Gracias oder Buenas tardes öffnet viele Türen. Wenn ihr abseits der Touristenrouten reist, entdeckt ihr ein Kuba, das es so kaum noch gibt. Kinder, die Baseball spielen, Männer, die Zigarren drehen, Familien, die euch spontan zum Kaffee einladen. Dieses Kuba ist ehrlich, stolz und herzlich, trotz aller Schwierigkeiten. Viele Touristen sagen nach ihrer ersten Reise nach Kuba, Kuba hat mich verändert. Und das stimmt, Kuba ist kein Land, das du nur siehst, es ist ein Land, das du fühlst. Ja, meine Tipps für eure Kuba-Reise. Erstens, Geduld mitbringen. Kuba funktioniert in seinem eigenen Rhythmus. Zweitens, Offline-Plan, also Apps wie Maps.me oder Offline-Karten sind Gold wert. Drittens, Lokale unterstützen, kauft in kleinen Läden, esst in privaten Paladades, so helft ihr direkt den Menschen. Viertens, Reiseversicherung nicht vergessen, Kuba verlangt sie bei der Einreise. Fünftens, genießt das hier und jetzt. Kuba zwingt dich, ja, langsamer zu werden und das ist das Beste, was dir passieren kann. Ja, das war die, ich sag mal, ungeschönte Wahrheit über Kuba 2025. Ein Land voller Widersprüche, aber auch voller Herz. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr in Kuba erlebt habt oder welche Fragen ihr für eure nächste Reise habt. Vergesst nicht, das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch kein neues Video mehr verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, saludos, ciao.